Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es ist mal wieder soweit. Wir haben es gerade Pilzaktion und das heißt auch wieder im Umkehrschluss für euch. Es gibt wieder was zu gewinnen. Ich verlose wieder eine Paysafe Card in Wert von 100 € an euch für euren ganzen Support, den ihr mir immer entgegenbringt, in Form von Likes, Kommentaren, von einfach nur dem Video schauen oder den größten Support, den ihr mir einfach geben könnt, ist halt der Creator Code, worüber sich auch dieses Gewinnspiel hier auf jeden Fall wieder finanziert. Auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für, denke ich mal, beide Parteien. Deswegen vielen, vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Und ja, was müsst ihr dafür machen? Für die Leute, die schon länger dabei sind, die wissen es auf jeden Fall. Ihr müsst auf jeden Fall einen Kommentar unter diesem Video hier schreiben und dann das Video liken, wenn ihr wollt. Und dann nehmt ihr schon automatisch dran teil. Ne? Das Gewinnspiel richtet sich natürlich wieder ausschließlich an meine Abonnenten. Deswegen, falls ihr auch in Zukunft keine weiteren Gewinnspiele verpassen wollt und weitere Informationen, zum Beispiel wie die jetzt letzte Woche oder diese Woche alles aufgetaucht sind, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne hier auf den kostenloses Abo da. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und den Kanal auf jeden Fall auch extrem supporten. Ja, Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen. Und genau, das Ganze wird ausgelost am Sonntag im Video um 15 Uhr. Dort wird der Gewinner bekannt gegeben. Ich werde das irgendwann in den Morgenstunden, so vormittags irgendwann auslosen und um 15 Uhr kommt dann das Video online. Also spitzt auf jeden Fall die Ohren, ja, und dann seht ihr, ob ihr gewonnen habt. Ne? Ansonsten vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr weiterhin auch meinen Creator Code nutzt, kann ich euch auch auf jeden Fall versprechen, dass ich regelmäßig auch weiterhin solche Giveaways hier starte. Und für die Leute, die es nicht wissen oder noch nicht gewusst haben, weil ab und zu liest man das immer noch mal in den Kommentaren, ey, ich lade hier meine Pilze immer noch über Steam, iOS oder Android auf und wenn ich da 100 oder das größte Pilzpaket nehme für 3000 Pilze oder 3600, dann bezahle ich da 120 €. Das ist ja viel zu teuer. Ja, über den Webshop bezahlt ihr noch die alten Pilzpreise. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, wenn ihr aufladet, Pilze ausgeben wollt, dann auf jeden Fall über den Webshop, denn hier bezahlt ihr, ich sag mal, nur noch den alten Pilzpreis und das sind halt eben 100 € und nicht 120 €. Ja, hier habt ihr es noch 20% günstiger und hier im Webshop, dort könnt ihr halt eben beim Creator Code einfach hier zum Beispiel Dorza oder irgendeinen weiteren anderen euch beliebigen Creator Code eingeben und ja, dann werde ich damit noch anteilig vergütet. Wie gesagt, kann solche Giveaways hier finanzieren, wie das hier zum Beispiel, oder das werde ich auch in Zukunft bald wieder ankündigen. Ich bin momentan gerade auf der Suche wieder, natürlich werden wir es so wie letztes Jahr auch machen, dass wieder ein Teil von den Creator Code Einnahmen an eine gemeinnützige Organisation in meiner Umgebung hier gespendet wird. Da werden wir auch wie dieses Jahr wieder ein Video machen, da werden wir dieses Jahr wieder vor Ort sein. Ich bin momentan noch so ein bisschen heimlich am Suchen, wen es diesmal treffen wird. Ja, ich denke mal nicht, dass es nochmal die gleichen treffen wird, vielleicht das darauffolgende Jahr, aber ich wollte so ein bisschen Variation da reinbringen, auf jeden Fall, dass da ja jeder, sag ich mal, was von hat. Es handelt sich aber auch ausschließlich wieder nur um Tiere. Ja, also die Creator Code Einnahmen und beziehungsweise ein Teil davon werde ich auf jeden Fall wieder den Tieren zugutekommen lassen hier in der Umgebung auf jeden Fall. Ja, das soweit dazu. Dankeschön für alle. Für jede Teilnahme auf jeden Fall. Weiß ich mehr als zu schätzen. Das ist definitiv ein Privileg. Ansonsten heute Abend um 18:30 Uhr werden wir wieder auf Twitch livestreamen. Falls ihr da noch nicht Follower seid, könnt ihr da auch sehr gerne followen. Ich hatte jetzt auch das letzte Mal gestreamt gehabt, ohne das auf YouTube anzukündigen. Ab und zu bin ich da halt eben auch mal spontan live. Und wie es ja halt eben steht, versuche ich 2- bis 3-mal die Woche hier live zu streamen für euch. Und deswegen, falls ihr da noch kein Follow dagelassen habt, das könnt ihr natürlich auch sehr gerne machen, falls ihr wollt. Heute Abend, wie gesagt, um 18:30 Uhr bis 21 Uhr bin ich hier wieder am Start. Und das ist es soweit dazu. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg beim Gewinnspiel, jeden einzelnen von euch. Und genau, das ist auf jeden Fall, ja, jetzt gab es ja schon eine Zeit lang jetzt erstmal kein Giveaway mehr, aber ich sag mal so, zum Anfang des Jahres, beziehungsweise die letzten Monate, da hat schon ordentlich
gescheppert auf jeden Fall, was so die Gewinnspiele anging. Da haben wir ja irgendwie 2, 3 teilweise pro Monat rausgehauen. Deswegen, das ist definitiv auch ganz schön viel gewesen, muss ich sagen. Ne? Jetzt haben wir erstmal wieder so einen kleinen Cooldown gehabt. Und ja, aber wo ihr halt eben von ausgehen könnt, dass es halt definitiv zu irgendwelchen Paketen, Anlässen, 20% Aktion, mindestens halt wie gesagt einmal, oh, der kostet Gold, den wollen wir nicht haben. Wir wollen den für Pilze haben, der kostet weniger Gold. Free-to-Play-Spieler hassen diesen Trick. Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf einstellen, dass ich das auch definitiv weiterhin so beibehalten möchte. Einfach nur als kleines Dankeschön, als kleine Wiedergutmachung für das, was ihr mir hier entgegenbringt, immer für den Support. Und ja, wie gesagt, ihr sollt einfach nur wissen, dass ich das auch sehr zu schätzen weiß alles und das halt alles auch überhaupt nicht als selbstverständlich betrachte. Das ist eigentlich das Einzige, was ich von euch verlange, ja, dass ihr wissen sollt, dass ich es wirklich, ja, dass ich euch wirklich vom Herzen dankbar bin, auf jeden Fall. Ne? Jo, ach, das gibt's doch nicht, schon wieder hier für Gold. Jetzt geht hier aber noch die Blätterei los hier, oder was? Da haben wir jetzt einen hier für Pilze, so. Free-to-Play-Spieler freuen sich dann natürlich immer drüber, wenn es den nur für Gold gibt. Der wird sich natürlich easy reingesnackt. Kann ich natürlich auch voll und ganz nachvollziehen. Ich hatte ja, als ich angefangen hatte mit Shakes, hatte ich ja auch fast wirklich nur ausschließlich Free-to-Play gespielt, eine Zeit lang. Ich glaube, ich hatte vielleicht bis Stufe 400, habe ich vielleicht auch nur so, keine Ahnung, 10, 20 Euro, 30, 40, weiß ich nicht, höchstens 50 ausgegeben bis Stufe 400. Und damals war das noch ein anderer Paukenschlag, sag ich mal. Denn Stufe 400 war damals auf jeden Fall, oder auch 300, deutlich schwieriger zu erreichen, als es heute eben der Fall ist. Ne? Heute schaffst du es, keine Ahnung, innerhalb, ja, weiß ich nicht, von ein paar Tagen irgendwie und damals hast du schon ein paar Jährchen dran gesessen, so, ne? Deswegen war es damals auf jeden Fall noch ein bisschen besonderer, Stufe 300 oder 400 zu erreichen und ja, das hatte ich auch wirklich fast ausschließlich Free-to-Play halt eben gemacht und deswegen hatte ich mich da jetzt gerade dran zurückerinnert, dass ich mich da früher definitiv auch drüber gefreut habe, wenn ich halt so einen Flügeltrank halt eben mal sah mit, ja, nur Gold, ne? Und übrigens, es heißt Flügeltrank, ja, es heißt nicht, also, ne, wer das Ding hier Lebenstrank nennt oder Trank des ewigen Lebens, also der ist wirklich verloren. Das Ding hat Flügel, das ist ein Flügeltrank, ja. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz so klarstellen hier an der Stelle, ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz rein hier in die Expedition, ins Expeditionsevent, sage ich ja immer. Ich habe zahlreiche Kommentare bekommen. Das ist doch gar kein Event. Ja, das stimmt. Da habt ihr auf jeden Fall recht. Das ist kein Event mehr. Es wurde gelauncht als Expeditionsevent, weil es halt eben nur temporär verfügbar war zu den Zeiten von zum Beispiel EU9 und ich glaube auf EU7, wo das mal gelauncht worden ist, da war es halt eben ein Event gewesen und ja, Playa Games bzw. Shakes & Fidget haben es halt immer so als Event ja, gepriesen bzw. kommuniziert, deswegen hat sich dieser Sprachgebrauch, sag ich mal, bei mir ein bisschen adaptiert, sodass ich dann 40 Millionen, ja, naja, sodass ich auf jeden Fall zu der Expedition öfter mal Expeditionsevent sage, ich meine es aber gar nicht so, ja, also wenn ich Expeditionsevent nenne, ist klar, dann mache ich natürlich die stinknormale Expedition, aber klar, jetzt mittlerweile ist es natürlich kein Event mehr. Boah, genau auf 40 hier gelandet, das war natürlich jetzt nochmal relativ lucky, haben leider nur eine Dings bekommen, eine Truhe und ja, 400 Millionen ist jetzt halt eben das Cap hier. Ja, das ist kein Cap, das ist das Cap, ja. Und 6 Millionen haben wir hier. Ja, zum Ressourcen-Event gibt es natürlich nochmal ordentlich was obendrauf hier, ne, an Ressourcen halt. Das scheppert natürlich auch nochmal ordentlich rein. Ne? Das ist ganz geil. Und ja, wie gesagt, unterm Strich waren die letzten Wochen ja wirklich sehr turbulent gewesen. Oder die letzte Woche jetzt hier gerade, ne, was so diese ganzen Ankündigungen anging, dann das Zurückziehen der Ankündigung, wieder ja, drauf eingehen und so. Ne. Am Ende des Tages ja, bin ich nach wie vor zufrieden mit dem Expeditionsevent.
damals wieder das Expeditionsevent. Oh, nice, da haben wir den noch einmal mitbekommen hier. Ja, also mit der Expedition halt an sich, ne, weil unterm Strich, wie gesagt, bekommen wir trotzdem mehr Gold als durch das normale Questing und es spart halt enorm viel an Zeit, was halt wirklich auch, ja, ein kostbares Gut ist, sag ich mal, ne? Und deswegen, ja, alles cool. Wie gesagt, ich hatte es ja gestern auch schon im Video bereits erwähnt, es ist halt einfach nur die Art und Weise, wie das Ganze jetzt halt eben, ja, so zustande gekommen ist, sag ich mal. Ne, dass da ein bisschen halt eben gestruggelt ist mit den Entscheidungen, ob es jetzt nun so bleiben soll oder ob auf die Community gehört wird oder halt eben, ne, doch die eigene Meinung, ne, da durchgesetzt wird. Und deswegen, ja, das ist das Hauptsächliche, was mich eigentlich daran gestört hatte. Ich versuche das Ganze auch immer wirklich so neutral wie möglich zu betrachten, sowohl aus der Sicht von Playa als auch aus der Sicht des Spielers, und deswegen ja, versuche ich da immer auch uneingenommen an die Sache ranzugehen und hoffe natürlich, dass ihr das auch macht. Und deswegen, ja, aber der Großteil von euch, jetzt habe ich den Schlüssel nicht angenommen hier. Ja, so ein Pech aber auch. Aber kommt danach schon das Einhorn jetzt? Ah, Digga, voll daneben. Voll daneben, Alter. Ja, so, jetzt habe ich vergessen, wo ich stehen geblieben bin hier. Aber naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, für uns heißt es heute Abend wieder rein in den Livestream. Wie gesagt, bis 21 Uhr bin ich heute auch am Start. Dankeschön, dass ihr mich auch auf der Twitch-Reise so weiter begleitet. Das weiß ich auch sehr zu schätzen und da auch am Start seid. Und vor allen Dingen für die Leute, die jetzt momentan gerade am Start sind, also die jetzt auch immer die letzten Streams verfolgt haben, da weiß ich halt auch immer ganz genau, ihr seid da, weil ihr halt eben, ja, weil euch keiner zwingt, da zu sein. Großartig, ja. Es zwingt euch keiner. Habt ihr mich verstanden? Es zwingt euch keiner. Okay? Ja? Ihr werdet hier nicht gezwungen, auf Twitch auch zuzugucken. Ja? Das wollte ich nur noch mal so gesagt haben an Rande wie Bordsteine. Ne? So läuft das nämlich hier. Nee. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß das halt, wie gesagt, deswegen sehr zu schätzen, weil ja, ich momentan sowas noch nicht habe wie zum Beispiel Drops oder so, und dann sind die Zuschauer vielleicht nur wegen den Drops da und dann dann weiß man nicht, ey, sind die jetzt halt wegen mir da, sind die jetzt da, weil die den Stream mögen, oder sind die einfach nur da wegen Drops und so. Deswegen weiß ich das auch sehr zu schätzen. Für die Leute, die jetzt schon die letzten Tage immer da gewesen sind, das sind die wahren OGs. Und wenn irgendwann mal später, so Gott will, ja, Drops auch auf dem Kanal kommen sollten, ja, ich habe ja immer noch nicht mal das Affiliate-Programm, ja, da lässt sich ja Twitch auch Zeit, ja, mache ich immer noch umsonst den ganzen Scheiß da drüben auf der Plattform. Ne? Auf jeden Fall, das habe ich ja noch nicht mal, ne? Und wenn irgendwann Drops kommen sollten, dann kommen natürlich auch sehr viele Leute, die alleine nur deswegen da sind. So, es sind ja teilweise immer schon Leute da, die reinschreiben, wo Drops, gibt's hier Drops hier, Drops da. Ja, sollen sie eine Rolle Mentos kaufen. Ja, da haben sie ihre Drops auf jeden Fall. Und deswegen, ja, die jetzt da sind, die sind halt da, weil sie den Stream enjoyen. Und das weiß ich halt, wie gesagt, sehr zu schätzen. Kuss geht raus an euch. Und jo, deswegen sehen wir uns heute Abend wieder im Livestream. Dankeschön, Leute, für euren ganzen Support. Wie immer, weiß ich sehr zu schätzen. Und dann wünsche ich euch ein super schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal.